Ihr Loser. Nein. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen, wie geht's euch? Loser. Okay, erste Sache. Das Löwen-HGV fehlt. Das Hang oben am ersten ist nicht mehr da. Jetzt fragt sich die Olga, wurde das von externen Menschen abgehangen oder hat das einer von euch? Bitte ehrlich sein. Das HGV-Banner von der Löwen-HGV. Da meldet sich irgendwer. Nein. Ich sehe da eine Sonnenbrille. Willst du eine Runde drehen? Okay, also absolut Sonnenbrillenverbot ist selbstverständlich. Also ich sehe da hinten die 7 noch. Die haben's? Oder? Ja? Das heißt ja. Unter den Leuten ist. Also wir hätten das ganz gerne gleich bei der Messe. Von daher wäre es gut, wenn das gleich auftauchen könnte und wir das irgendwie einnehmen. Ja, wir haben nicht viel Zeit. Wenn ihr wollt, dass die Orga irgendwas da macht, einer von denen, dann sagt Bescheid, aber gebt ihnen das bitte jetzt wieder. Jetzt. Die müssen das aufhängen für die Firmenkontaktmesse. Jetzt. Na, ich sehe schon hier dahin. Nee, dann bleibst du bitte hier und gibst ihm deine Karte oder so. Na gut. Zimmernummer geben, Karte geben, du bleibst aber hier. Visitenkartenaustausch. Bitte? Ja. Okay. So, nächster Punkt. Es ist aufgefallen, dass in der letzten Nacht viele mit Gewalt versucht haben, Nametags zu klauen. Das geht nicht. Da nochmal ein Appell an euch. Hört auf, irgendwelchen Leuten die Nametags runterzureißen, sondern klaut die geschickt. Wie eine Schlange, nicht wie ein Nilpferd oder so. Ja, ich wurde gestern noch darauf angesprochen. Also einige nehmen die Nametags extra nicht mit. Das ist normalerweise auch direkt eine Strafe. Also die müssen da sein. Die können nicht Dinger zu Hause liegen lassen. Frage da. Ich habe noch gestern extra gefragt, ob wir die mitnehmen sollen. Und da wurde uns gesagt, das Benzin reicht im Arm. Ja, aber ich muss doch wissen, wer du bist. Also Nametags müssen dabei sein. Egal, ob du ins Bett gehst, duschen gehst oder keine Ahnung was machst, die Dinger sind immer da. Ja, genau. Also ziemlich unfair ist es auch. Nein. Hallo. Hallo. Landshut ist noch bei dir. Also, Daniel, Landshut, wer kein Nametag dabei hat, will ich darf auch kein Nametag klauen. Weil das ist ja mal richtig unfair. Ja? Danke, Landshut. Da hinten ist noch eine Frage. Wer lauter? Das ist richtig. Orga? Habt ihr es im Kopf? Stefan? Kommt da was? Komm. Dejan, du hast die Aufgabe, das Ding 24 Stunden zu tragen. Das ist dir bewusst, ne? Auch in der Nacht heute. Gut. Danke für deinen Einsatz. Danke, dass du das akzeptierst. Wir machen weiter. Und der nächste, ach ja, wo ist denn der Hammer? Danke, Boni. Ich hab schon Angst gehabt. Hiermit eröffnen wir die erste Sitzung dieses Tages. Ja. Entschuldigung. Gut, und ich übergebe auch direkt schon ja, die Anwesenheitskontrolle an mich. So, ihr wisst, wie es funktioniert. Ganz kurzer Hinweis.
Darmstadt kommt gleich rein, die machen ein Video für ihre HG, ein Promo-Video. Das ist sehr cool, die kommen gleich mit ihren Maskottchen wieder rein. Wenn alle singen, na 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 na, Darmstadt, Darmstadt, alle zusammen gleich, okay? Das kommt cool auf dem Video für die Süßen. Okay. So, ihr wisst, wie es geht. Ich stehe mal auf. Amen. Aachen, Cottbus, Kempten. Aachen, Cottbus, Kempten. Aachen, Cottbus, Kempten. Ansbach. Ist das nicht der Peter Kagel? Ja, das ist der Peter Kagel. Hat er nicht den kleinen Spargel? Ja, der hat den kleinen Spargel. Peter Kagel, kleiner Spargel. Danke. So geil, Spargelsaison gerade. Augsburg. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Bayreuth. Hallo. Ist das nicht der Fabio? Ja, das ist der Fabio. Macht er nicht auch Kinder froh? Ja, der macht auch Kinder froh. Fabio. Kinder froh. Oh, danke. Jetzt ja, Digga. Berlin, Berlin. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Bielefeld ist nicht da. Braunschweig. Hip, hip. Hurra. Bremen Hochschule. Moin. Moin. Bremen Uni. Wie machen die Stadtmusikanten? Wuff. Bukarest ist nicht da. Chemnitz. Münchner Porsche und Leder. Carissa, Grüße und Kleber. Cottbus. Cottbus, Kempten, Aachen, Cottbus, Kempten, Aachen, Cottbus, Kempten, Alles gut. Aachen. Geil. Darmstadt. Da, 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 Darmstadt, Darmstadt, da, 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 Darmstadt, Darmstadt, da, 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 Super, dann habt ihr jetzt auch so einen kleinen Cut für euer Promo-Video. Hier wird noch verteilt, fleißig. Ja, Entschuldigung, Deggendorf. Servus. Dortmund. Wir sind das Ruhrgebiet, die Folie ist richtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Danke. Dresden. Sechsten Fingern, Boden, Dresden. Du bist von Essen. Woanders ist auch scheiße. Erlangen-Nürnberg. Nee. Da fehlt aber wer. Das war gar nicht zu erwarten, dass er fehlt. Also ich weiß gar nicht, wie das kommt. Wo ist er denn? Draußen oder wenigstens im Hostel? Da kann er gleich 2000 Runden drehen. Macht er wieder das Fehlerlied. Okay. Am besten! Südwesten! Genauso. Fulda. Am besten! Südwesten! Freiberg ist noch nicht da. Dirk? Nee. Okay. Gummersbach ist auch nicht da. Hamburg. Hamburg ist eine schöne Stadt, da würden wir gerne leben. Drum fahren wir nach Braunschweig und erzählen. Okay. Hannover! Hannover! Genau. Hannover! Hannover! Da ist die! Heinheim ist nicht da. Ilmenau ist nicht da. Kaiserslautern. Am besten! Südwesten! Karlsruhe. Am besten! Südwesten! Kassel.
Inneres Zeus, au, au, au. Kempten. Kempten, Aachen, Cottbus, Kempten, Aachen, Cottbus, Kempten, Aachen, Cottbus. Okay. Kiel. Köln ist nicht da. Landshut. Dankeschön. Leipzig. Was habt ihr gesagt? Nein, Leipzig, Schlupfschmer, okay. Magdeburg. Wir sind ein Magdeburger Kind. Hey, ist denn die Elbe immer noch dieselbe? Fragt sich der Lob und wundert sich. So viel Verkehr, Häuser und noch mehr, habe ich früher wirklich nicht gesehen. Danke. Mannheim. am besten Südwesten! Merschede ist nicht da. München. Flughafen gefunden. Ja, sei es Flieger, oder privat, München ist jetzt endlich auch am Start. Ja, ich bin nicht, ich brauche ein bisschen Geld. Oldenburg ist nicht da, Osnabrück ist nicht da. Total! Die Einschätzung für hässlich ist, muss der Rest noch viel krasser sein. Fehlt da nicht jemand? Nein, ich bin alleine. Ah, du bist okay. Ravensburg ist nicht da. Rostock! VWI! VWI! Habt ihr die Karten da für heute? Die für Kontaktmesse? Für 16? Sehr gut. Schweinfurt ist nicht da. Siegen. Moin, ihr Säcke! Das war dann schon. Ja, das klingt nicht so. Nochmal ausstellen. Fliegen nochmal. Normal! Moin, ihr Säcke! Moin, ihr Sack! Eigentlich auch ihr, Säcke, aber gut. Stuttgart. Südwesten! Wilhelmshaven. An der Nordseeküste. Am Weserischen Strand. Sehr gut. Und das Bundesteam. Ach ja, stimmt. Okay, wir sind entschuldigt. Und extra Plätze? Nee. Alle aufstehen. Und das Team auch. Couravier, das heißt übrigens Keks. Das nicht. Gut. Somit sind fast alle Tafeln. Außer der, wie heißt der, Christian? Andi, richtig. Jo, aber vorher muss ich doch nochmal nach vorne gehen. Ich habe hier ein paar Nentexte bekommen. Ein paar. Ich glaube, ich kann gefühlt das komplette Gehen nach vorne bitten. Also, wen haben wir denn da? Oh, da haben wir sogar noch ein besonderes. Das ist, also nach der schwachen Leistung von Ole gestern habe ich noch vom David 1. Da kannst du mal direkt mit der Raupe anfangen. Was auf deine Schuhe? So, dann bitte ich schon mal nach vorne den Max aus Landshut, den Ted, den Andreas aus Pforzheim, den Kasi aus Darmstadt, den Olli aus Bremen, Charlotte aus Siegen, aus Chemnitz, den Patrick, den Robin aus Magdeburg, Maren aus Hamburg, Dirk aus Wilhelmshaven, Max aus Magdeburg, den Long aus Braunschweig und das freut mich besonders, den Stefan Kunz der SV. HG Kempten, prima. Gewaltvolles Klauen ist keine Strafe. Das kann ja jeder sagen. Ja, ich habe nicht mal meine Essensmarken, die wurden auch geklaut. Aber, Ole, du machst eine Raupe. Du brauchst da nicht dran legen. Ja, hey. Ein Raupen selbst, wenn es aufhört. Ja. Der langsamste. Gut, wenn der anders die Raupe kriegt.
Ja, dann wartest du erstmal. Kannst du dann tanzen, dann fängt der auch nicht mal an zu drehen. Oder muss ich noch? Aber erstens mag ich auch nicht als Scheiß. Ja, dann kommt jetzt eine. Es geht einfach nicht. Wenn es nur so 8 bis 1000 Ja, warte mal, das Fliegerlied, das passt eigentlich, weil dann könnt ihr euch alle nach vorne stellen und das Ding einmal gemeinsam aufführen, weil so viel Zeit haben wir nicht, sonst will jeder mal drehen. Ich würde sagen, solange das noch ausgesucht wird, macht Ole erstmal ganz entspannt eine Raupe von hier vorne. Ich würde auch sagen, aufgrund der Leistung von gestern kannst du wirklich mal bis zum Waschbecken hinten durchziehen. Ja, ein bisschen. Oder du musst mehr mit dem Gesicht auf dem Boden bleiben. Welche mit dem? Die Kamera schon. Ja, kannst du heute Nachmittag direkt nochmal machen. Kann der SV nicht was gesondert machen? Möchte das Gremium das denn? Ja! Dann macht SV was Eigenes. Ja, dann dreh mal ein Ründchen. Ich hoffe, du kriegst die Raupe an den Kreuz. Jawohl, da denke ich mir was ganz Spezielles für dich aus. Gut, Fliegerlied hast du? Ja, dann einmal den Rest nach vorne bitte. Was mit Hannover? Hannover kommt später. Außerdem ist morgen auch noch ein Tag. Für Belustigung. Ganz ehrlich, ich finde das war doch Jetzt will ich aber was sehen. Ja. Hallo, Flieger. Ich lustig aus und fliegen Flieger vorbei. Bin ich zu dem Raum als Flieger und bist du einfach dabei, dann bin ich zu Partner. Und ich bin wieder wo stark, wieder wo groß, und ich spring immer wieder auf mich schön, immer auf mich schön, und ich sag, weil ich so ein schöner war, weil ich so ein schöner war, weil ich so ein schöner war, weil ich so ein schöner
wieder groß, und mir Gedanken so groß. Oder bin ich nicht, ich bin immer wieder und ich bin, und der letzte geht bei der Hand nicht da. Und ich sag, weil ich so ein schöner Tag. Gestern war. Die Dinge haben ehrlich gesagt das ganze Jahr drauf gewartet. Mal was richtig vorlesen. Karaoke. Karaoke. Ja, das ist richtig. Das kann ich bestätigen. Nee, das machen wir separat, das ist witziger. Nee, du kennst nicht so gut. Das Ergebnis. Es gibt da so ein schönes Lied von Elton. Elton. Ja, das kennst du. Alles klar. Machen wir eine Minute, weil wir in Zeitverzug sind. Das kann sie bewerten. Wo soll sein wer? Bitte mal raus hier. Wohlsport, Schrammkopf, Wohlsport, Schrammkopf, Wohlsport, Schrammkopf, Wohlsport, Schrammkopf, Wohlsport. Das ist aber bestimmt, dass diese ganzen ich würde sagen, die Zugabe verschieben auf heute Nachmittag, da kannst du auch ein bisschen üben. So, schade, dass wir die Strafe nicht aufladen können. Zeitmanagement. Ich bitte Jonas Eschmann und Jonas Beckmann nach vorne. Oder nur Jonas Eschmann. Für den Rückblick der HGV Kassel, bitteschön. Da vorne ist ein Mikro. Wo ist denn los? Bitte? Da vorne ist ein Mikro für dich. Schnell links. Hallo. Hallo? Du darfst das auch gerne abnehmen. Also, Jules ist nicht da. Keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß nicht, wer in Deggendorf da war. AG Kempten, Streamer-Tab, ist er wieder auswärts? Ja, keine Ahnung. Also, wie in Deggendorf halt, ne? ich habe ihn gestern um 3:30, glaube ich, noch gesehen in der Eule. Mit jemandem. Also, vielleicht ist er da. Ich kann, keine Ahnung, aber ist halt, ist manchmal so, ne? Ja, dementsprechend ist die Präsentation natürlich, also, probier das jetzt alleine zu machen. Wie lange habe ich denn? Ihr Chef? Wie lange habe ich denn? Minus 3 Minuten. Gut, dann bin ich fertig. Ja, genau. Frühjahrs HGV Kassel. Eins weiter, bitte. Wir hatten 145 Teilnehmer inklusive Veteranen. Wir hatten ein Budget am Ende von 36.000 Euro. Orga-Team waren wir ja 12 Leute, die während des ganzen Jahres bei uns mitgearbeitet haben und dann nochmal 14 extra Helfer, die dann während der HGV euch betreut haben. Ja, wir sind in Braunschweig. Kassel ist relativ mittig in Deutschland. Ja. Weiter. Ja, das ist die Karte von Kassel. Wir waren dann am weiter bitte. Wo ist denn Herkules? Wie fängt's denn an? Am Mittwoch war Anreise, Eröffnung im Campus Center und wir waren im Irish Pub. Hier ein Bild von der Anreise und dann vom Orga-Team. Weiter bitte.
Du hast aber auch einen Präsentfall. Nee, der funktioniert ja nicht. Ich kann aber, Aber wir sind ja so weit. das kann ich machen. Ja, und der Sitzungssaal kam ganz gut an, glaube ich. Der war relativ groß. Aber hier ist ja auch gut. Probier mal bitte. Jetzt? Ja. Ja, dann sind wir auch schon weiter. Am Donnerstag war Bootsparty. Da lief ein bisschen was schief mit dem Essen beim Rondell. Da kann sich vielleicht der eine oder andere auch noch dran erinnern. Ja, das war ein bisschen doof. Das war im Endeffekt dann nicht ganz allein unsere Schuld. Das lag auch an dem Besitzer, der uns das zugesichert hatte, dass wir da relativ schnell das Essen bekommen und dann auch schnell aufs Boot kommen. Im Endeffekt hat es, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden gedauert. Der Kapitän vom Boot, der hat uns schon, der wollte uns gar nicht mehr, der wollte schon losfahren alleine. Wir haben gedroht damit, dass er gleich losfährt, obwohl überhaupt keiner auf dem Boot ist. Das war auch Quatsch irgendwie. Naja, das war ein bisschen stressig, auch für uns dann, war doof für euch. Das tut uns leid natürlich im Nachhinein. Hätten wir jetzt nicht mehr so gemacht beim nächsten Mal. Ja, Evaluation habt ihr gestern schon gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob das da gesagt wurde. Das war eine negative Kritik, war das. Ja, genau, wir waren Freitag, waren wir oben auf den Herkules-Terrassen. Dann sind wir durch den Bergpark gelaufen und sind dann unten in die Tram eingestiegen, haben dann eine Tramparty gemacht. Und die ganz lang gemacht haben, die haben dann noch zwei Mädels aufgegabelt. Also da haben wir in Kassel auf Spaß gehabt. Wäre natürlich lustiger, wenn jetzt Louis nicht irgendwo verschollen wäre. Am Samstag Gala-Dinner, das kam auch ganz gut an, denke ich. Ja, war relativ teuer dann vom Budget her. Das war vielleicht so ein Manko oder waren andere günstiger. Ist dann so eine Frage, ob man das dann so erzwingen muss, dass man unbedingt so ein Gala-Dinner dann hat, wenn es halt die Stadt nicht hergibt, dass man da jetzt irgendwie günstig im Rahmen bleibt. Würde ich jetzt vielleicht der neuen Projektleitung mitgeben oder sämtlichen Projektleitern, dass man nicht so viel Wert legt dann darauf, dass das Gala-Dinner dann irgendwie mit 3 Gängen oder 4 Gängen ist. Also wenn es vom Geld her einfach in der Stadt nicht funktioniert, das war bei uns der Fall, weil wir da relativ da hat einer so ein Monopol auf alle coolen Gaststätten und da muss man halt an der Preise zahlen. Ja, also da vielleicht nicht so diesen Zwang darauf legen, einfach, dass man dieses Gala-Dinner dann ja, so teuer macht wie möglich. Ja, dann noch kurz zu den Finanzen. Dazu muss man. Achso, okay. Genau, also Gesamtbudget, wie gesagt, von 36.208 Euro. Wir haben dann nach Steuern 63 Euro minus gemacht, was aber jetzt noch nicht ganz, ja, ist aber auch nicht ganz sicher. Kommt dann auch darauf an, wie das Finanzamt oder das Steuerbüro, ob das alles absegnet. Wir sind dann noch ein bisschen mit der SV am Schwatzen. Also das ist jetzt das Ergebnis quasi, was wir jetzt momentan haben. Die aus Kassel kennen das ändert sich quasi täglich. Wird dann wieder was reingerechnet und das andere wieder raus. Das ist aber relativ, also nach unserem besten Gewissen quasi, und in einem Jahr können wir da mehr sagen, wie das im Endeffekt war. Vielleicht zur Verteilung so ein bisschen, also die Einnahmen, ja genau, Teilnehmerbeiträge war 75 Euro, nicht 80 Euro, wie gestern fälschlich behauptet wurde. 30% waren über Teilnehmerbeiträge gedeckt, 60% über Sponsoreneinnahmen. Dann haben wir noch ein bisschen Bierverkauf gemacht und genauso Getränke, also für Samstagabend gab es Getränkemarken, das zählt dann damit rein bei Sonstiges, obwohl das direkt durchgereicht wurde, also das waren jetzt nicht direkt Einnahmen bei uns. Ja, Dachverband ist jetzt kein Zuschuss, das ist der Dachverband war auch da, also der Vorstand war da und der hat quasi sein Essen selbst bezahlt und auch die Vorstandssitzung, die mussten wir nicht tragen, also die wurde vom Dachverband dann getragen. Das ist dieses 1%, was da noch mit reinspielt.
Nicht, dass sich jetzt jemand beschwert, dass sie nicht unterstützt werden. Ja. Genau, die Ausgaben, Jugendherberge ist super teuer, das ist vielleicht vielen noch nicht klar, wenn man 4 Nächte Jugendherberge bezahlt, ist damit bei uns nicht mal der Teilnehmerbeitrag gedeckt. Also eine Nacht hat 25 € gekostet, Teilnehmerbeitrag 75, das heißt, wir haben nur für die Nacht schon 25 € draufgelegt. Also ich weiß, das ist bei allen so, nur vielleicht, wenn sich jemand beschwert über einen zu hohen Teilnehmerbeitrag oder so, also da ist halt, man plant da mit bestem Gewissen und man probiert das meiste quasi über Sponsorengelder zu stemmen. Und, aber das muss einem vielleicht auch bewusst sein, also die Ausgaben, wenn man das jetzt teilt durch die Menge der Leute, sind wir bei 220, 230 € pro Person. Das muss halt gesammelt werden und ich finde das dann ganz fair, wenn man da so einen Teilnehmer, der jetzt 75, 80 oder 85 € ist, ist okay. Ja, Jugendherberge, Transfer war nicht so teuer bei uns. Ja, das ist ja selbst erklären. Ne? Sonstiges. Ich weiß jetzt nicht, was da. Fällt alles Mögliche mit rein, natürlich. Ja, damit war es das auch schon. Achso, was ich noch sagen wollte, wenn jemand irgendwie plant, eine HGV zu machen oder was anderes, wo wir irgendwie helfen können, kommt zu uns. Wenn Luis dann wieder da ist, vielleicht könnt ihr auch zu Luis kommen. Wir helfen euch da gerne. Ich glaube, das bringt dann auch mehr, als jetzt hier einen großen Vortrag zu halten oder sowas, wenn man sich da mal so unterhält. Aber nehmt das halt wahr. Ne? Also wenn ich heute jetzt eine HGV planen würde, wäre es viel einfacher für mich. Das kann man sich dann ein bisschen ersparen, diesen Anfangsstress, wenn man da viel in Kommunikation ist mit den letzten Projektleitern. Das haben wir auch nicht so wahrgenommen, wie es man es hätte machen müssen. Also sprecht uns an. Ja, Flo? Extra Platz, Schwarzkopf Florian. Du hast gerade gesagt, Thema Bootsparty und so, ihr habt jetzt ganz schön dazugelernt. Wollt ihr nicht wieder auf die Wahlliste? Für die HGV jetzt, oder? Kann man deinen Augen ja, also ich glaube, so in 20 Jahren sind wir wieder dran, oder? Wenn der andere HGs durch sind. Kann man notieren. Ja, ich mache da mal Schluss, weil sonst wird es auch zu knapp. Meine Damen und Herren, Jonas Eschmann, vielen Dank. Wir kommen weiter zu Ming und Sunny. Vorstellung Estiem. Nochmal einen großartigen Applaus bitte für die beiden. Danke. Moin. Genau, das ist das Mikro. Kann gleich ein bisschen einstellen? Dich immer Mengen leider nicht. Jetzt? Nee. So einen halben Meter. Ja. Vielen Dank. So, guten Morgen, Freunde der Sonne. Ach so. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Ich hoffe, euch geht gut. Kurz Daumen hoch, Daumen runter. Wie sieht's aus? Okay. Alles super. Ja, gut. Und ja gut, dann machen wir einen Stimmungstest. Hey Leute, wie ist die Stimmung? Ja, ich sehe ein paar müde Gesichter und ich würde gerne mit euch einen Hacker machen, wenn euch bekannt ist, um euch mal ein bisschen zu motivieren. Und den würde ich euch auf die SV nach vorne bieten. Okay, wir quasi zeigen was vor und ihr folgt einfach drauf, okay? Recht einfach. Könnt ihr euch da Schätzchen nicht irgendwo so Ihr könnt nicht andersrum stellen, dann kann man so rechts, links. Das ist egal. Okay. Okay. Freunde, Ruhe! Danke. So einfach folgen. Das ist nicht versichert, ne? Chica chica chimba, chica chica chimba, mushi mushi mushi, mushi mushi mushi,
Sauber. Danke dir, zwei. So, weitere Fragen? Okay, das war's. Dankeschön. Nein. Spaß beiseite. Ja, ihr habt ja einige Hochschulgruppen, 14 an der Zahl, haben auch Estiem. Und für die, die kein Estiem haben, wir würden euch gerne die Möglichkeit nahebringen, auch mit uns zu reisen, weil wir haben eine Kooperation mit dem VWI und ihr Benefit, okay, Englisch, ihr könnt auch davon profitieren und wir werden euch jetzt gerade mal zeigen, in welchen Punkten. So, erstmal, wer sind wir? Wir sind zwei Vertreter, einmal Sunny und einmal liebe Min aus Berlin. Wir sind im Estiem Board, da kommen wir auch gleich später zu. Agenda, was ist Estiem, die Kooperation und ja, was ihr im Prinzip davon habt. So, Estiem, unser Ziel, kurz zusammengefasst, Netzwerken, ganz großes Ding, Wirtschaftsingenieure in ganz Europa nahebringen, Verzeihung, mehr zusammenbringen und die persönlich und professionell weiterentwickeln. Wir haben ganz viele Eventtypen, wo man Soft Skills, Verzeihung, egal, gehen wir einfach drüber. So, hier habt ihr eine schöne Karte, da seht ihr hier die orangen Punkte, unsere Hochschulgruppen, die im Netzwerk vertreten sind und hier natürlich 14 Deutsche. So, ein paar Zahlen und Fakten. Wir haben 81 Hochschulgruppen in ganz Europa, in 32 Ländern oder 31 jetzt momentan. Gut. Wir hatten in den letzten Jahren ungefähr 180 Events pro Jahr ausgerichtet, also schon sehr, sehr viel. Und wir haben ungefähr 3000 Reisenden, wovon 2000 im Prinzip individuelle Reisende sind, also sehr, sehr viel. Ja gut, was uns auch ein bisschen hervorhebt, wir sind total studentisch geführt, also wir haben keine Organisation über uns, kein Geschäftsführer und wir organisieren Events von Studenten für Studenten. Darum sind die Preise auch relativ günstig. Hier nochmal. Das müsste jetzt eigentlich sein, oder? Nein. Achso, ja, der Bildschirm macht es trotzdem aber. Nee, du müsstest nur entscheiden, wie du bist. Achso, ja. Ja, der Bildschirm ist irgendwie gekoppelt. Okay, hier haben wir nochmal unser internationales Board. Glücklicherweise haben wir dieses Jahr 2 mit uns. Dann haben wir noch einen Marokkaner. 2 Portugiesen, unser lieber Präsident und VP of Admin und ein Finnen. Also ein sehr, sehr gemischtes Team. Ja, und dann, was uns auch noch auszeichnet, im Prinzip wie der VWI, haben wir lokale Aktivitäten in den Hochschulgruppen und natürlich internationale Aktivitäten, wo ihr dann als Reisende an diesen Events teilnehmen könnt und halt Europa auch entdecken könnt. Und nun zu den Kooperationen. So, weil ich so ein bisschen verantwortlich bin für die Kooperation mit allgemein anderen studentischen Organisationen, stelle ich euch schon mal ein bisschen vor, was wir mit VWI machen und danach stelle ich euch ein bisschen vor, auch wie ihr davon profitieren könnt, weil vor allem wir wollen auch, dass die VWIler hier durch die Kooperation den größtmöglichen Nutzen rausbekommen. Die Kooperation ist zurzeit in den 5 Arealen so grob. Da sind noch ein paar andere Sachen, die halt, aber halt nicht für euch so unbedingt die Rolle spielen. Das erste ist halt Training, darüber haben wir schon ein paar Mal geredet, dass wir gerade viel gucken und auch versuchen zu entwickeln, in die Trainingrichtung was aufzubauen und gegenseitige Anerkennung von Trainern. Events, momentan mit Science Meet Economy haben wir ein Event, was wir zusammen organisiert oder wo wir halt zumindest gemischte Teilnehmer haben.
Da kann man auch mal gucken, was man machen kann. Studentenaustausch in dem Sinne, dass man halt, wir bieten halt viele Events an, wo auch ihr VWIler hingehen könnt. Dazu komme ich später. Und ja, was am meisten gerade gemacht wird, ist Repräsentation. Ich glaube, ich sehe Michelle und Jens und auch Olli und Stefan recht oft auf anderen Events. Oder bei mir in der Wohnung, eins von beiden. Ja, und das letzte ist Unterstützung. Ich weiß nicht, wie viele es wissen, aber VWI zum Beispiel gibt uns eine finanzielle Unterstützung, weil wir auch zum großen Teil aus VWI-Hochschulgruppen damals gegründet wurden. Und ja, auf der anderen Seite versuchen wir auch Wissen weiterzugeben, weil wir halt doch schon eine recht große Organisation ist, wo sich sehr viel Wissen über die Jahre angesammelt hat. So, das Wichtigste ist aber, wir wollen nicht so jetzt viel erzählen, was wir alles für Events haben und sowas. Wir wollen euch ein bisschen erzählen, was ihr davon habt. Das ist, glaube ich, für euch recht interessant. Auf der einen Seite natürlich erstmal die Trainergeschichte. So, das ist für alle Trainer, die hier sind, vielleicht ganz interessant. Wir haben diese Trainer, wir haben in unseren ja, Vertrag, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ist nicht wirklich Vertrag, aber es ist Cooperation Agreement. Auf der einen Seite die Trainer, also zurzeit praktizieren wir es, dass die Trainer in beiden Vereinen gegenseitig anerkannt werden. Also das heißt, auf der einen Seite, dass halt Trainer in VWI können in Estiem uneingeschränkt Trainings halten. Also das ist kein Problem, wenn ein Trainer mal Lust hat. Wir diskutieren gerade ein bisschen, wie wir halt gegenseitig halt Open Call teilen können und sowas alles. Aber es ist auf der anderen Seite so, wir hatten darüber schon ein bisschen diskutiert auf den anderen Tagen, dass halt auch ihr theoretisch auch deutsche Trainer oder wenn ihr wollt auch englische Trainer anfragen könnt und sowas alles. Ja, was heißt es für euch spezifisch? Dass ihr halt einfach einen größeren Zugriff auf den Trainerpool habt? Weil ja, unsere beiden Trainerpools sind, glaube ich, für die Größe des Netzwerks recht klein, aber zusammen haben wir halt recht viele Trainer und auch recht viele kompetente Trainer. Und ja, falls eure HG mal Shameless Promotion für Trainers im Generellen, falls eure HG mal irgendwie Trainings benötigen, kommt einfach auf den verantwortlichen VWI für Trainings zu. Das ist in dem Fall Jens. Also zumindest für teilweise Jens, aber ihr habt gestern die Trainerkoordinatoren gesehen. Und das größere Ding hier ist aber der Studentenaustausch. So, wir haben verschiedene Events, wo ihr teilnehmen könnt, wo externe Leute zugelassen werden. Ich werde die euch mal kurz vorstellen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Wir haben ein paar Backup-Slides, wenn ihr interessiert seid, oder fragt uns einfach in den Pausen darüber. Das erste Event ist Summer Academy. Da geht es so ein bisschen um Führung, Conscious Leadership. Das ist bewusste Führung von Leuten. Einfach sehr selbstreflektierend Event, weil Leadership immer mit sich selber führen anfängt. Das ist recht interessant. Ich glaube, das ist recht oft das beste Event in Estiem. Das läuft ungefähr so ab, dass man halt einen Professor hat oder sowas. Professor oder halt einen Doktoranden, also irgendwie ein akademisches, der sozusagen mit euch eine Woche irgendwo außerhalb der Stadt geht und sehr selbstreflektierende Sessions hat. Das nächste ist Academic Days. Academic Days ist so ein bisschen mehr in die Hardskill-Richtung. Da versuchen wir mal in einer Uni, die halt recht gut in was ist. Wir haben zum Beispiel jetzt in Eindhoven hatten wir einen Academic Days über Smart Cities. Da geht es ein bisschen darum, dass manche Unis sind recht gut in gewissen Arealen, versuchen halt sozusagen so eine Woche lang sozusagen einen kleinen Kurs für Leute, die interessiert sind, in die Themen anzubieten. Und ja, da könnt ihr auch theoretisch teilnehmen. UX3D, das ist unser größtes interkulturelles Event. Da geht es darum, dass man halt ein spezifisches Land in 3 Dimensionen kennenlernt. Kultur, Wirtschaft und Politik. Dann haben wir Summer Entrepreneurship Training. Das ist ein 3-wöchiges Event, wo ihr ein bisschen darüber theoretisch geht es darum, dass ihr jetzt sozusagen eine Business-Idee entwickelt. Ihr kriegt da professionelle Hilfe von Leuten, die ein Unternehmen gegründet haben. Das geht 3 Wochen in 3 verschiedenen Städten. Letztes Jahr war es nur 2, weil wir nicht genug Leute hatten, die es organisiert haben, aber dieses Jahr bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir wieder 3 Städte bekommen. Ja, das ist halt 3 Wochen Hardcore Entrepreneurship. Das ist eigentlich ganz cool. Und zum Schluss haben wir Business Boosters and Competition. Das ist ein Wettbewerb, wo du theoretisch deine eigenen Startup entwickelst und diese auch durch professionelle, wir haben da viel Hilfe von Alumni, die da halt sozusagen die Idee bewerten, man geht da quasi durch diesen ganzen Prozess von Ideen entwickeln, Businessplan aufstellen und da sind halt Alumni, die es bewerten und
ja, ist eine ganz coole Online-Wettbewerb, wo man halt sozusagen, das ist so ein bisschen wie ein Niche aufgebaut, wo man so ein bisschen halt Sachen erreichen kann. Und wie heißt es? Sachen freischalten kann. Okay. Das Wichtigste ist, wie bekommt ihr die Informationen? Wir haben einige von den Events, die finden zum Beispiel in Europe 3D in der Türkei. Wenn ihr die Informationen bekommen wollt, geht einfach auf unsere Homepage. Auch wenn ihr keinen Account habt, könnt ihr trotzdem einsehen, was für Events gerade stattfinden. Speziell die Events könnt ihr einfach mal gucken. Ja, wenn ihr die findet und interessiert seid in die Events, einfach mal teilnehmen. Auf unserer Homepage einfach auf den Eventreiter gehen und dann könnt ihr theoretisch alle Events sehen. Und das Wichtigste, ja, schauen nach den vorher erwähnten Events. Und das Wichtigste ist, weil ihr keinen Account habt, ist es für euch ein bisschen schwierig, euch zu bewerben auf unserem Portal. Wenn ihr wirklich interessiert seid, an irgendwelchen Events von den Vorgestellten teilzunehmen, kontaktiert einfach eure studentischen Vertreter. Das geht alles über die studentischen Vertreter. Es gibt auch einen Account für die, theoretisch auf dem Portal. Entweder ja, sv@vwi.org oder ihr könnt auch an la.vwi@estiem.org schreiben. Wenn ihr wirklich interessiert in den Events seid, einfach die kontaktieren, die Events weiterleiten. Und es gibt einige von den Events, theoretisch hat VWI theoretisch einen sicheren Platz, zum Beispiel Europe 3D. Das habe ich erst letztens gelesen, dass ein VWI einen sicheren Platz hat und da wird was kommt das jetzt? Ja, da hat ja Berg jetzt auch nochmal das angestoßen, dass das Kontingent erhöht werden soll, wenn man feste Kooperation. Ja, genau. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen? Ich fange mal kurz an, eine Frage. Christos, Moderator HG Hannover. Würde Estiem sich anschließen, wenn wir die Implementierung eines Netzwerks bei LinkedIn einführen möchten wollen? Hättet ihr Bock drauf, Estiem mit einzubinden? Wir haben einen Account auch schon von Estiem, wir sind aber gerade ein bisschen in der Umstrukturierung, aber wir analysieren auch die ganze Situation und wollen halt auch sehen, welche Zielgruppe wir mit LinkedIn erreichen wollen und arbeiten dann halt auf Strategien, also Postings, und da können wir natürlich auch Knowledge sharen. Also ihr könnt gerne auf uns zukommen und dann auch Informations- und Tipps haben. Ja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen in der Thematik, aber warum nicht in 2 Gruppen sein? Also wenn ihr eure Gruppe habt, ist das okay, aber dann auch einfach durchs größere Netzwerk, durch die größere Gruppe einfach auch da mit rein. Ich glaube, wir können mal Details in der Pause besprechen. Cool, danke. Bitte. Das geht jetzt eigentlich mehr für die Leute, die halt auch das Team haben, die Anmeldung, die läuft für unsere Mitglieder. Müssen wir das dann über den VWI machen oder dann unsere einzelnen Mitglieder das im Portal machen? Fragenwiederholung vorsiegen. Wie läuft das mit der Anmeldung? Die Anmeldung als Estiem-Mitglied oder die Anmeldung Events? Ja, also die Anmeldung unserer Mitglieder bei Portal. Die sind ja auch im Portal. Ah, ja. Also die Anmeldung der Mitglieder fürs Portal. Also jede Hochschulgruppe hat einen Local Responsible, das ist also jede Estiem-Hochschulgruppe hat einen Local Responsible, der ist verantwortlich für den Kontakt zwischen Estiem und der Hochschulgruppe. Und normalerweise läuft es so ab, dass der ist nicht immer im Vorstand, aber der ist halt die Verantwortung und der hat alle Admin-Rechte auf dem Portal und der quasi meldet euch an. Es geht ja darum, zu wissen, ob unsere Mitglieder sich über das Portal anmelden können für die Kooperationsevents oder ob wir das über den VWI machen. Okay. Also sollen sich die Leute der jeweiligen Hochschulgruppen über das Portal von Estiem einloggen, anmelden oder sollen die das über den VWI machen? Also wenn ihr als VWI-Mitglied fahren wollt, dann natürlich beim VWI, aber ich glaube bei den meisten VWI-Estiem-Hochschulgruppen, die meisten melden sich über ein Portal an, dann fahrt ihr quasi als Estiemer, aber wenn ihr über diese Kooperation ausnutzen wollt, was, ja, muss man auch gucken, ob es Sinn macht oder nicht, dann meldet ihr euch über ein VWI an, quasi. Ja, kommt drauf an, was ihr fahren wollt. Wenn ihr als VWI da fahren wollt, dann über DSV, also über ein Cooperation Agreement. Wenn ihr euch normal anmeldet, dann fahrt ihr dann das normale Team. Also beim VWI war es halt so, dass uns verboten wurde, uns über das Portal anzumelden.
Also bei Science Meets Economy wurde verboten, sich über das Portal anzumelden. Science Meets Economy ist ein sehr spezifisches Event, weil es ein Kooperationsevent ist. Ich weiß leider nicht, wie es gelaufen ist, weil es halt noch in den Zeitraum des letzten Vorstands gefallen ist. Kann man aber nochmal drüber diskutieren, wie es wirklich ablaufen soll. Bitte. Michelle, Hochschulgruppe Darmstadt. Also wir haben das ja organisiert, das Science Meets Economy. Das war, also der Sinn dahinter war halt, dass wenn sich zum Beispiel die ganzen Deutschen noch über Estiem angemeldet hätten, dann hätten wir ja irgendwie, was weiß ich, 80% Deutsche gehabt und das soll ja ein Kooperationsevent sein, da sollen ja auch welche aus anderen Ländern kommen. Ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch zu sagen soll. Um das nochmal zu wiederholen, wir haben es nicht über Estiem gemacht, über die Estiem-Seite, weil sonst über 80% Deutsche sich da angemeldet hätten. Ja, die sind doch sowieso gekommen, oder? Na, also ich glaube, zusammenfassend, man wollte einfach die Diversität wahren. Also wenn man halt VWI hat, schon Deutsche und dann sogar sich nochmal Deutsche, dann hat man... Entschuldigung, ich habe das gerade so... Okay, alles gut. Bitte. Matthias, HG Kaiserslautern, wird die Teilnehmerzahl dann nochmal aufgestockt oder kommen dann quasi weniger Estiemer? Wird die Teilnehmeranzahl aufgestockt oder kommen dann weniger Estiemer? Quasi kommt dann weniger Estiemer quasi. Die meisten Events, die wir vorgestellt haben, haben einen externen Anteil und es ist quasi so, dass halt VWIler zumindest, weil wir dieses Cooperation Agreement haben, halt bei diesem externen Part bevorzugt werden. Michelle, SV. Wie ist denn das bei uns, wenn wir Trainer einladen, dann zahlt die Hochschulgruppe die Fahrtkosten für den Trainer? Wie läuft denn das bei Estiem, wenn ich mir jetzt aus Spanien da einen Trainer einlade? Wir haben da keine super feste Regelung, weil also Trainings geben ist eine sehr bilaterale Sache. Auf der einen Seite natürlich die Hochschulgruppen wollen Trainings, also die einen Trainer, und auf der anderen Seite Trainer wollen halt auch die Trainings geben. Zurzeit ist es so, dass in Estiem, das können wir aber nicht auf dem VWI ausweiten, wir haben halt einen Fund für Trainer quasi, die wir halt, wenn die HG es nicht stemmen kann, also wenn die HG es stemmen kann, dann natürlich soll es die HG tragen. Wenn die HG es nicht stemmen kann, dass wir es unterstützen. Aber wenn die HG es tragen kann, dann bestmöglichst HG. Aber ja, wir hatten das schon mal, glaube ich, mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob es für VWI Sinn macht, einen spanischen Trainer, der nur Englisch spricht. Also außer jemand will Training in Englisch. Dann Vielleicht ja auch jemand aus Wien, zum Beispiel von München. Ja. Im Generellen soll es die Hochschulgruppe tragen, wenn es geht. München holt sich erstmal alle. Ja, da hinten, bitte, Lea. Aber andersrum, seit bei mir ist ja ein Event, was vom VW ausgetragen wird. Wie sieht es aus mit den Events, die von Estiem sind, was vorgestellt wird, für die in Projekten und sowas? Da habt ihr ja quasi nicht gut hat, ein VWler quasi angekündigt wird, gesprochen. Stellt ihr euch sicher, dass das ein VWler macht, der gleichzeitig Estiemer ist und sind von einer anderen VWler, die nicht bei Estiem sind, ist die Chance weg. Ja, ich glaube. Also es geht, glaube ich, so um die faire, schrägstrich unfaire Verteilung der Plätze beim. Es gibt keine Prozesse, die etabliert sind, weil zurzeit halt auch diese Ausnutzung der Events recht klein ist, aber man wird natürlich versuchen, dass halt VWIler, die halt kein Estiem haben, natürlich als VWI-Mitglied da reinzukommen, weil ja die anderen Estiemer können ja theoretisch auch so davon profitieren. Deswegen, also es soll kein sicherer Platz für Estiemer sein, die halt VWI-Estiem-Hochschulgruppen sein, das soll eher ein Platz sein für VWIler, die halt interessiert sind in so einem Event und kein Estiem haben. Ja, quasi, jetzt die Trainer. Damit man ein vollständiger Trainer wird, muss man eine gewisse Anzahl an Trainingsleuten haben. Wenn man jetzt als Trainer bei Estiem anmeldet, VWI-Trainer anmeldet, wird das dazu gezählt oder läuft das parallel? Wie ist die Anrechnung bei den Trainings von Trainern, bei der Anzahl der Trainings? Das hängt vom VWI ab. Also natürlich könnt ihr euch die Stunden anerkennen lassen, aber ich glaube, ihr könnt die einfach aufschreiben. Aber das hängt
von der internen Politik in VWI ab. Aber ich denke, das ist möglich, oder? Es ist möglich. Okay. Gibt es noch Fragen? Vielen, vielen Dank, Jungs. Dankeschön. Großartiger Applaus nochmal an Mel und Sunny. Axel, kannst du mir noch über den Platz räumen? Also ich habe gesehen, dass Landshut schwer folgen kann. Ich würde euch bitten, nach der Pause auf jeden Fall in der ersten Reihe vorne mal bei uns Platz zu nehmen. Doch, as usual. So, wir kommen jetzt erstmal zum Block der SV-Zeit. Das bedeutet, unsere studentische Vertretung nimmt sich jetzt ein bisschen Zeit. Danach haben wir das Programm und die tauchen mal so ein bisschen ab. Nochmal so ein Gespräche. Und was machen wir? Wir haben Pause. Nein. Ja. Wir beide. Aber SV-Zeit hast du mit SV-Zeit. Genau. Führen jetzt Gespräche. Oh, was ist das? Ah ja, genau. So, also ihr seht euren Namen auf der Liste. Wer sich nicht sieht, kommt dann, ja, kommt zu mir jetzt gleich. Also nicht zur SV-Zeit, sondern zum Klären, wo ihr hinkommt. Okay, wisst ihr, in welche Räumlichkeiten ihr geht? Oder bleiben wir hier? Wie macht ihr das? Stefan? Stefan weiß Bescheid? Okay. Also wir haben einmal hier den Sitzungsraum, wie ihr seht, haben wir hier eine Trennwand, die werden wir gleich einziehen, dadurch wird der Raum zweigespalten. Die anderen beiden Gruppen, wir gehen mal vor die Tür, vorne im Bereich, wo auch der Snackbereich ist, da wird sich eine Gruppe hinsetzen und die dritte Gruppe, wir haben vorgehabt, dafür in einen Workshopraum zu gehen. Der ist jetzt belegt, ich glaube, ein anderer ist aber frei, also ihr könnt mir einfach folgen dann und wir werden schon einen Raum finden, in dem wir uns setzen können. Die anderen beiden Gruppen, ich würde einfach sagen, vielleicht Michelle und Jens bleiben hier im Raum und Olli, oder wobei mir ist es besser, wenn Michelle rausgeht, weil Michelle braucht nicht so viel Platz. Also bleiben Jens und Olli hier, wir teilen gleich den Raum. Meine Gruppe folgt mir einfach, Monis Gruppe geht auch raus, Monis Gruppe wird sich vorne irgendwo im Cafeteria-Bereich niederlassen und meine Gruppe, wir gucken mal, wo wir hingehen. Okay? Okay, also SV vorhin, ganz kurze Aufmerksamkeit noch, auch Tabea. Wir haben danach Unternehmensvortrag. Und ich erinnere nochmal, absolutes Handyverbot. Ich möchte keinen sehen, die SV möchte keinen sehen. Keiner möchte irgendeinen mit einem Handy hier sehen, vor allem nicht die Unternehmensvertreter. Okay, jetzt dürft ihr aufstehen. Sitzungsblock beendet. Ich bitte euch,